Ja, hallo und willkommen zurück bei Vampire the Masquerade Bloodline. Folgst du uns etwa, Ash? Und sei leise! Okay, den ersten Generator konnten wir nicht beschädigen. Oder irgendetwas machen. Jetzt gehen wir zum zweiten Generator. Ja, es steht Generator dran. Ich dachte mir vielleicht, ich hätte mich verlesen oder so etwas in der Art. Aber es ist Not all stories you hear are true. Our Grunfeld is a good soldier just as you will become if you have faith in God and a discipline to stand in his path. It is also said that he once killed a man of the Brotherhood because he refused to follow orders. Some stories you hear are verdammt. Überall muss Licht sein. Hat der Typ das gehört? Nein. Natürlich nicht. Ne, komm schon. Komm her. Und tot. Da ist ein Boot, hoffentlich zur Flucht geeignet. Also für die Flucht geeignet. Ja, dort war etwas. Seht schnell nach. Seltsam. Da ist nichts. Warum ist da nichts? Ja, die sind wesentlich besser als irgendwelche Wachen. Die sehen einen zwar nicht, aber die sind sofort wachsam. Ja, du hast mich verloren. Ja, aber das war nicht das Letzte, das du verloren hast. Was ist das da drüben? Schau mal hin! Weiß nicht, da ist ein Kumpel tot. Was ist wohl hier passiert? Keine Ahnung. Und jetzt... Ja, du hast mich verloren. Und jetzt hast du dein Leben verloren. Ach, wie herzerweichend das doch ist. Ja, dort ist jemand. Was haben wir denn da? Nur Munition für die Schrotflinte. Aber ich bin nicht so ein Anhänger der Schrotflinte. Ich bin eher der Anhänger des leisen Tötens. Vielleicht hast du das ja schon gemerkt. Du vielleicht auch. Gut. Denn höchstwahrscheinlich müssen wir gegen Leopold kämpfen, diesen Greenfield oder Grünfelden, wie er übersetzt wurde. Und ich will so viel wie möglich von diesem Kanonenfutter weghaben. Also werde ich einen nach dem anderen das Lebenslicht ausknipsen.
Die werden sich wünschen, sie hätten ein ganz normales Leben geführt. Weit weg von Vampiren und Inquisitionen. Ja. Komm, dreh dich um, mein Freund. Das war nichts. Nur der Tod. Und er ist lautlos. Also, meine Freunde. Hier ist niemand, wie du sehen kannst. Sondern, wie gesagt, nur der Tod. Und wir haben davon schon alles voll? Okay. Ah, das sieht mir so aus, als würde es da zum neuen Ladebildschirm kommen. Sehen wir mal, was uns erwartet. Oder doch kein Ladebildschirm? Wow. Da bin ich jetzt überrascht. Aber da. Durch diese Tür hier. Erst Zellenschlüssel. Gut. Wir haben seinen Zellenschlüssel gefunden. Ich habe ihn schon zwar befreit, aber wir haben es gefunden. Daneben. Pff. I knew Johansen would lure the servants of Satan, but I set this type as an archfiend himself. Where is Lacroix? Geben Sie Johansen heraus und ich lasse Sie am Leben. Oder? Ja, nehmen wir das. He is under divine protection. If you want him, come take him if you can. Er gehört so gut wie mir. Also bitte. Verdammt, warum wackelt das so? Okay. Geschwindigkeit. Verdammt. Was soll der Scheiß? Oh fuck. Blutheilung. Und nochmal Blutheilung. Wo ist der Typ? Hä? Ach, da. Blutheilung, Geschwindigkeit und... Was zum... Oh. Wow. Stärke, Präsenz, Blutmacht, Blutheilung. Ein kurzer Moment. Dann müssen wir das trinken. Dann... Oh. Ach ja.
Verdammt. Wo ist er? Wo ist er? Ach, da. Gut. Stärke. Präsenz. Ah, das blendet mega. Aber du entkommst mir nicht. Daneben, Schachmatt. Ah. Wo? Ah, dort oben ist er. Dieser feige, hinterhältige Nichtskönner. Und du bist tot. Von einem Vampir getötet und du... Einen Moment, bitte. Ist das Aristokratenblut? Blutkonserve. Einmal das und einmal das. Wir wollen ja nicht unbedingt in Raserei verfallen. Und dann gehen wir auf das. Nein, verdammt. Auf das und werfen. Die Desert Eagle ist wesentlich besser als diese da. Aber die Schrottflinte, weg damit. Ablegen. Und wir nehmen im Gegenzug... Ja, das. Und das. Was ist das für ein Schwert? Inventar voll. Ja. Das wissen wir. Ah, ein Katana. Grundschaden. Mhm. Verdammt, das ist... Begabungs... -1. Okay, gut. Aber interessante Location haben sie hier. Vampire und Werwölfe, Schießübungen. Aber... Gut. Dann lade ich schnell nach. Nur ein Schuss? Okay, gut. Aber warum verwackelt das so extrem? Ah. Also beim Nachladen kein Problem. Moment mal, was? Ach so. Weil vorhin nicht sofort rüber gewechselt wurde, dachte ich, es wäre ein doppelter Zoom. Aber nein. Gut, dann gehen wir jetzt wieder rauf. Also was heißt hier wieder? Ich war noch nie oben. Ah, was ist das? Ich glaube, ich weiß, was das ist. Und dann muss etwas anderes weichen. Die habe ich keine Munition mehr, aber trotzdem. Komm zu Papa. Also, ich hoffe mal... Ja. Ein Flammenwerfer. Geil. Ups. Aber zuerst schauen wir uns mal hier um. Was haben wir hier? I told you everything. There's no reason for you to keep me here. Let me go. Okay, Dr. Johansen. I am an archaeologist. You can't hold me here like this. I am a hostage. I do not need protection. Bring me back to my hotel at once. Nicht weit von hier liegt ein Boot. Wenn Sie mir helfen, helfe ich Ihnen zu fliehen. Yeah, okay. Anything, just get me out of these caverns and away from these crazies. I think I'm starting to get pneumonia. Sagen Sie mir, was Sie über den Sarkophag von Ankara wissen. The sarcophagus? You went through all that trouble for the sarcophagus? Yeah, I'll tell you.
But don't you think it would be better to get out of here before those men come back? Ich habe mich schon um sie gekümmert. Sie werden uns keinen Ärger mehr machen. I guess if you can get all the way here, you deserve the answers. But can I make one request first? After I answer your questions, you help me escape. Natürlich, All sicher. right. Where should I begin? Was können Sie mir über den Sarkophag sagen? Let's start with the history of the Ankaran sarcophagus. That is a long and interesting legend, lost and found throughout the ages. Tell me, are you familiar with the Assyrians? Nein. Well, the Assyrians lived in Mesopotamia, a region between the Tigris and Euphrates rivers. Most of this territory is now modern-day Iraq, Iran, Turkey, and Syria. Nur weiter. They were warmongers, conquerors, a people driven to expand by their kings. Even before the Romans, they migrated their conquered people to the territories to stem revolt. But I'm afraid I'm getting off the subject. Nur weiter. Yeah, well, the markings on the sarcophagus seem to hint that it is from sometime between 1050 and 800 BC, which was a period of fierce expansion by the Assyrians. Oddly, for those years, only one king shows up on the historical record. Fahren Sie fort, das klingt sehr interessant bis jetzt. While most likely he wiped all evidence of his predecessor's existence or passed the name to his heirs, one monarch, Masquerade, the one-eyed king, is given credit for the territory and achievements of this time. But he would have had to have been over 250 years old, like Dracula or something. Und? I find it hard to believe a sarcophagus with a person as important as Masquerade could remain in, what is the word, pristine or intact condition for so many years, but this is who is believed to be contained within. War ein Vampir? You know, it is interesting that you ask me that. The goddess on the outside of the sarcophagus was Lamashtu. In Assyrian myth, Lamashtu was an evil demoness who preyed on humans. Many people cite her as the mother of vampire myth, Und? the engravings on and found around the sarcophagus portray a regal figure drinking the blood of his enemies. Now, this image is found in many cultures, specifically among those of royal lineage, but there is a quite scientific explanation. Und welche? A disorder known as porphyria. In short, it is caused by a deficiency of the iron in the blood, and in many cultures, for the nobility that could conceivably get away with the cure, the treatment was to drink human blood. Also hat Masquerade, oder wie der heißt, menschliches Blut getrunken? Perhaps. Drinking the blood of your enemies is, if nothing else, symbolic. It can inspire fear in your foes and dissidents. Don't misunderstand me. I in no way believe it was a vampire. Vampires. That's what caused this whole mess. These maniacs believe they exist. Was wissen Sie sonst noch über Vampire? Not much, really. I'm an archaeologist, not a mythologist. But I do know that Lamashtu, the Assyrian demoness, was thought to have been the inspiration for Lilith, the first wife of Adam in the Jewish Old Testament, another source of the vampire myth. Wie haben Sie den Sarkophag von Ankara gefunden? That is, you see, in archaeology, one can spend years looking for a dig site,
following local rumors, studying old maps. It's a complicated process, very boring. Sie haben mein Interesse, fahren Sie fort. Finding and organizing a dig is the least interesting part of an archaeologist's job. Trust me, you don't want to hear about it. Das klingt, als hätten Sie etwas zu verbergen. Wollen Sie es nicht mit mir teilen? I don't know what would make you believe that. I have been very forthcoming with you so far. I think that maybe you are not as familiar with the process as me. Vergessen Sie es. Glauben Sie wirklich, Masquerade ist im Sarkophag? That I can't be sure of, nor can anyone. But I promise you it is more likely to be filled with, gummy bears than vampires. Perhaps maybe a mummy, but not likely the kind to go about chasing Abbott and Costello. Wie bringt man denn den Sarkophag dazu, sich zu öffnen? Ah, quite interesting. There is a surprisingly complex mechanical lock on the face of the sarcophagus. By sheer luck, we were able to find the key not far from the sarcophagus. Why no one ever found it and robbed it? It's perplexing. Ein Schlüssel, natürlich. Haben Sie ihn? How strange you would ask. I haven't seen the key since it was loaded onto the Elizabeth Dane in Turkey. It was stolen before the sarcophagus even. I am still hopeful that the police find both pieces before the contents can be disturbed. Haben Sie einen nachgemachten Zweitschlüssel? No, it's not the kind of key you can copy at the hardware store. It's actually very sophisticated, and I meant to study it at the museum. I've answered all your questions. Do you think now you could please get me out of here? I don't care who you are or why you've had so many questions about the sarcophagus. I just want to leave this place. Na schön, ich befreie Sie. In der Nähe liegt ein Boot. Damit können wir fliehen. Thank you, my friend. I don't know where you came from, but I will never forget this kindness. Kein Problem. Das mache ich gerne. Also das mache ich gerne. Oh! Time of judgment is here. Ach ne. Ah! Kommen Sie! Alter Mann, kommen Sie! Ich hoffe mal, der ist direkt hinter uns. Ich hoffe inständig und wirklich, er ist direkt hinter uns. Verdammter Johann Greenfield. Ist er mitgekommen? Ich hoffe es inständig, dass er mitgekommen ist. Was ist hier los? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was genau hier passiert ist, erfahren wir in der nächsten Folge. Ciao Leute!